Hallo Leute. Willkommen bei Learn German Easily. Abonnieren Sie unseren Kanal und aktivieren die Glocke, damit Sie kein Video verpassen. Es war einmal eine alleinerziehende Mutter namens Maria. Maria und ihr 10-jähriger Sohn Thomas lebten in einer kleinen Wohnung in einer Vorstadt von Berlin. Maria war seit einigen Jahren geschieden. Sie hatte Mühe, über die Runden zu kommen. Aber sie war immer dankbar für die Liebe und Unterstützung ihres kleinen Sohnes. Alles änderte sich jedoch, als Maria einen Mann namens Klaus traf. Zuerst schien Klaus eine freundliche und fürsorgliche Person zu sein. Er war immer für Maria da, wenn sie ihn brauchte, und er kümmerte sich auch um Thomas. Im Laufe ihrer Beziehung bemerkte Maria jedoch, dass Klaus eine dunkle Seite hatte. Er war kontrollierend, manipulativ und missbräuchlich, sowohl emotional als auch körperlich. Trotz der Warnzeichen fühlte sich Maria von Klaus' Charme und Charisma angezogen. Sie verbrachte immer mehr Zeit mit ihm und vernachlässigte dabei ihren Sohn. Thomas versuchte, über den Missbrauch, den er miterlebte, zu sprechen. Aber seine Mutter wollte nichts davon hören. Sie war überzeugt, dass Klaus sie liebte und ihr niemals wehtun würde. Im Laufe der Zeit wurde Klaus' Verhalten immer unberechenbarer. Er geriet wegen Kleinigkeiten in Wutausbrüche und wurde sowohl Maria als auch Klaus gegenüber gewalttätig. Maria begann um ihre Sicherheit und die ihres Sohnes zu fürchten. Aber sie fühlte sich in der Beziehung gefangen. Eines Tages machte Klaus Maria einen Vorschlag. Er sagte ihr, dass er sie liebte und sie heiraten wollte, aber unter einer Bedingung. Sie musste Thomas loswerden. Er behauptete, dass Thomas eine Belastung für ihre Beziehung sei. Und dass er niemals glücklich sein würde, solange er in der Nähe sei. Ich kann nicht glauben, dass du meinen Sohn aus dem Haus werfen willst. Er ist noch ein Kind, und du bist erst seit ein paar Monaten bei uns. Tut mir leid, aber ich bin nicht für ihn zuständig. Papa, warum machst du das? Ich dachte, wir wären jetzt eine Familie. Ich verspreche, ich werde brav sein und dir aus dem Weg gehen. Du bist nicht mein Sohn, und ich schulde dir nichts. Du bist nur eine Last für mich und deine Mutter. Ich möchte, dass du bis Ende der Woche weg bist. Klaus, das ist nicht fair. Ich kann ihn nicht einfach so rausschmeißen. Er ist mein Sohn, und ich liebe ihn. Ich bin fertig mit Reden. Entweder er geht, oder ich gehe. Du entscheidest. Zuerst war Maria entsetzt über den Vorschlag. Wie konnte sie je einem Mann zuliebe ihr eigenes Fleisch und Blut aufgeben? Aber als Klaus' Druck zunahm und sein Missbrauch eskalierte, begann sie darüber nachzudenken. Sie begann zu glauben, dass Thomas loszuwerden der einzige Weg sein könnte, Klaus in ihrem Leben zu behalten.
Eines Nachts, während Thomas schlief, packte Maria all seine Sachen zusammen. Dann ließ sie ihn vor der Tür eines Waisenhauses zurück. Sie sagte ihm, dass es ihr leid tue, aber sie müsse tun, was das Beste für sie und Klaus sei. Sie versprach, eines Tages zurückzukommen, um ihn zu holen. Aber tief im Inneren wusste sie, dass sie es wahrscheinlich nie tun würde. Thomas war am Boden zerstört. Er konnte nicht verstehen, warum seine Mutter ihn so im Stich ließ. Er fühlte sich allein und verängstigt, umgeben von Fremden, die sich nicht um ihn kümmerten. Aber er gab die Hoffnung nie auf, dass seine Mutter eines Tages zurückkommen würde, um ihn zu holen. Inzwischen haben Maria und Klaus geheiratet. Eine Zeit lang schien alles perfekt. Thomas war nett und liebevoll zu Maria, und sie konnte sich endlich entspannen und glücklich sein. Es dauerte jedoch nicht lange, bis sich Klaus' wahres Gesicht wieder zeigte. Er wurde kontrollierender und missbräuchlicher als je zuvor. Er würde Thomas' Abwesenheit nutzen, um Maria zu manipulieren und Schuldzuweisungen zu machen, damit sie tat, was er wollte. Und Maria, die sich schuldig fühlte für das, was sie ihrem Sohn angetan hatte, würde sich fügen. Mit der Zeit begann Klaus immer offensichtlicher zu betrügen. Er brachte Frauen ins Haus, wenn Maria nicht da war, und gab ihr Geld aus, das sie hart verdient hatte. Maria wusste, dass etwas nicht stimmte. Aber sie hatte Angst, ihre Beziehung zu verlieren, wenn sie sich mit Klaus konfrontierte. Jahre vergingen, und Thomas wuchs im Waisenhaus auf. Er versuchte ein paar Mal, seine Mutter zu erreichen, aber sie antwortete nie. Er begann die Hoffnung zu verlieren, dass er jemals wieder mit ihr vereint sein würde. Doch das Schicksal hatte andere Pläne. Eines Tages wurde Thomas von einem Anwalt kontaktiert. Er mitteilte ihm, dass seine Mutter gestorben sei, und ihm alles hinterlassen habe, was sie habe. Thomas war schockiert. Er hatte nie etwas von seiner Mutter erwartet, geschweige denn ihr Erbe. Er ging zu ihrer Beerdigung und war fassungslos, Klaus dort zu sehen. Klaus war gealtert. Aber er war immer noch dieselbe manipulative und missbräuchliche Person, an die Thomas sich erinnerte. Er versuchte mit Thomas zu reden, aber Thomas wollte nichts mit ihm zu tun haben. Er war nur da, um sich von seiner Mutter zu verabschieden. Nicht, um eine Beziehung zu dem Mann wieder aufleben zu lassen, der sie gezwungen hatte, ihn zu verlassen. Als die Beerdigung endet, spricht der Anwalt erneut mit Thomas. Er überreichte Thomas einen Brief, den seine Mutter geschrieben hatte, bevor sie starb. In dem Brief drückte Maria ihr tiefes Bedauern darüber aus, was sie Thomas angetan hatte. Sie erklärte, dass sie von der Liebe zu Klaus geblendet worden sei. Und dass sie einen schrecklichen Fehler gemacht habe, indem sie ihren Sohn verlassen habe.
Marias Brief enthüllte auch eine schockierende Wahrheit über Klaus. Er hatte sie die ganze Zeit manipuliert, ihre Liebe zu ihm benutzt, um sie zu kontrollieren. Außerdem isolierte er Maria vom Rest der Welt. Er hatte sogar ihr und Thomas' Leben bedroht. Falls sie jemals versuchte, ihn zu verlassen oder zu ihrem Sohn zurückzukehren. Das Lesen des Briefes erfüllte Thomas mit einer Mischung aus Traurigkeit, Wut und Erleichterung. Endlich verstand er, warum seine Mutter getan hatte, was sie tat. Aber er fühlte sich auch verraten. Sie hatte sich von Klaus kontrollieren lassen und ihre Beziehung für ihn geopfert. Aber trotz alledem wusste Thomas, was er zu tun hatte. Er benutzte das Geld, das er von seiner Mutter geerbt hatte, um einen Privatdetektiv einzustellen, um Klaus aufzuspüren. Der Privatdetektiv fand Klaus wieder verheiratet mit einer anderen Frau mit einem kleinen Kind. Nach einem Monat Ehe zwang Klaus diese Frau, ihren Sohn aus dem Haus zu werfen. Als Thomas ihn konfrontierte, war Klaus schockiert und versuchte, alles abzustreiten. Aber Thomas hatte die Beweise: den Brief seiner Mutter. Zeugenaussagen von Leuten, die Klaus' Missbrauch gegenüber Maria und Thomas gesehen hatten. Am Ende wurde Klaus festgenommen und wegen mehrfachen Missbrauchs angeklagt, einschließlich des Wärlassens von Kindern. Thomas verspürte Zufrieden, als er wusste, dass der Gerechtigkeit Genüge getan worden war. Er erkannte auch, dass er endlich seine wahre Familie gefunden hatte. Die Menschen, die ihn im Waisenhaus geliebt und betreut hatten. Von diesem Tag an schwor sich Thomas, nie wieder jemanden über sich oder sein Leben bestimmen zu lassen. Er entschied sich, seiner Mutter zu vergeben. Da er wusste, dass sie auch ein Opfer gewesen war, aber er vergaß nie, was sie getan hatte. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, klicken Sie auf Gefällt mir. Und vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke für weitere Unterrichtsstunden zu aktivieren.